Grüß euch, grüß euch, grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um einen Undercover-Star. Was meine ich damit? Nun, da gibt es einige Hunderassen, einige Hundetypen, die verdeckt arbeiten, die als verdeckte Stars fungieren. Der Harzer Fuchs, um den geht es heute, der ist so ein Undercover-Star. Das ist ein Star unter seinen Liebhabern. Allerdings eine Hunderasse, die eher im Hintergrund agiert, sich nicht so in den Vordergrund drängt, wie viele andere tolle Hunderassen das tun. Sie wissen ja, dass es im Bereich des heutigen Deutschlands schon seit hunderten Jahren Schäferhunde gibt. Tolle Schäferhundetypen. Altdeutsche Schäferhunde sind heute teilweise schon ausgestorben, doch einige dieser Hundetypen sind noch da und viele tolle Hunderassen sind daraus entstanden. Eine davon ist der majestätische deutsche Schäferhund, eine der tollsten Hunderassen der Welt, wenn nicht die tollste Hunderasse der Welt für viele Leute da draußen. Ja? Der Harzer Fuchs, was ist das für ein Hund? Nun schauen Sie, der Name Harzer Fuchs, der bezieht sich auf die Umgebung, in welcher dieser Hund entstanden ist, nämlich im Harz. Und auf die Fellfarbe, denn zumeist ist dieser Hund fuchsrot gefärbt. Doch zur Farbe kommen wir dann gleich später. Was waren das für Hunde? Nun, Hüte, Treib, Schäferhunde. Das mussten sehr leistungsfähige, ausdauernde, robuste, aber ausgesprochen mutige Hunde sein. Es konnte schon mal sein, dass ein Bulle durchging. Dann musste dieser Hund dazu fähig sein, musste er sich dafür eignen, sich diesem durchgehenden Bullen in den Weg zu stellen, den aufzuhalten, damit er nicht über den Viehhirten drüber läuft. Die konnten das, ja. Die trieben ja Rinder, Schafe und so weiter auf die Weide, passten auf die auf, hüteten die. Doch nicht nur vor Bullen musste er seinen Hirten, seinen Besitzer schützen oder wahren, sondern der hatte ihn auch zu beschützen vor Raubtieren, vor vierbeinigen und auch vor zweibeinigen Räubern hatte er das zu tun. Das ist generell eine Eigenschaft, dieser Schutztrieb, den so gut wie alle Schäferhunde innehaben. Ja. Gesamterscheinung dieses Hundes. Es gibt keinen Standard, oder keinen festgeschriebenen FCI-Standard, da ja der Hund vom FCI nicht offiziell als Rasse anerkannt ist. Dazu ebenfalls etwas später. Aber selbstverständlich gibt es eine Art Standard für den Harzer Fuchs. Es gibt ja auch einen Verband, den Verband für Hütehunde in Deutschland, der sich um diese Hundetype kümmert. Ja, käme jemand auf mich zu und würde sagen, ja zu Ronny, wie sieht ein Harzer Fuchs aus? Dann würde ich sagen, kennst du einen Australian Shepherd? Wenn er sagt ja, würde ich ihn fragen, einen deutschen Schäferhund wirst du auch kennen, den langstockhaarigen Typ. Das würde er höchstwahrscheinlich ebenfalls bejahen. Dann würde ich sagen, stell dir vor, ein Mittelding zwischen Australian Shepherd und deutschen Schäferhund des Langstockhaartypes. Etwa, ja. Wenn wir die Farbe außen vor lassen. Jetzt stellst du dir die Farbe Rot, Fuchsrot noch dazu vor. Kannst du dir in etwa vorstellen, wie ein Harzer Fuchs aussieht. Man sagt, dieser Hund erreicht Schulterhöhen von 50 bis 60 cm. Also ein mittelgroßer Hund. Beim Gewicht war ich etwas erstaunt, als ich mich durchs Netz durchforstete, denn da schreibt man von 25 bis, aufgepasst, 45 Kilo. Letzteres glaube ich nicht wirklich, liebe Zuseher. Man bekommt mit der Zeit ein Gespür für diese Hunde und ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich schon mal einem Harzer Fuchs oder ob ein Harzer Fuchs mir schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Ja? Ist schon möglich, doch ich könnte mich nicht daran erinnern. Vielleicht habe ich schon mal einen gesehen. Doch die Harzer Füchse, die ich mir auf Videos angesehen habe, die ich auf Bildern gesehen habe, sind mit Sicherheit keine Hunde, die über 40 Kilo schwer werden. Ich möchte diesen Hund eher eine Kategorie unterhalb des deutschen Schäferhundes, wenn es um Masse, Größe, Gewicht geht, einreihen. Und selbst deutsche Schäferhunde mit 45 Kilo Gewicht sind schon recht gute Brocken. Also, diese 45 Kilo,
die man als Angabe zu diesem Hund finden kann im Netz, die glaube ich nicht so wirklich. In der Praxis wird sich dieser Hund zwischen 25 und ich sag mal, ja, maximal 35 Kilo einpendeln. Glaube ich eher. Ne? Langstockhaar, habe ich schon gesagt, und zumeist Fuchsrot, wo ja auch dieser Name kommt. Doch, die gibt es auch dünkler schattiert. Ich sah, glaube ich, auch einen in schwarz, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Fell habe ich gesagt, alles, Gesamterscheinung, Standard, so gut es möglich ist. Der Harzer Fuchs ist vom FCI nicht als Rasse anerkannt. Soweit ich das verstanden habe, ist das auch nicht gewollt von der Gesellschaft rund um diesen tollen Hund. Weder vom Verband noch von den Züchtern dieses Hundes, die es ja gibt. Und dieser Hund stellt einen ziemlich einheitlichen Typ dar, der gute Chancen hält, vom FCI als Rasse anerkannt zu werden. Wir wissen alle, das ist ein jahrelanger Prozess, der manchmal weniger lang, manchmal ewig lang dauert. Doch, soweit ich verstanden habe, bei meinen Recherchen zu diesem Hund ist es so, dass man das gar nicht vorhat. Ne? Er behält somit seine Leistungsfähigkeit, seine Robustheit und wird nicht zum Showhund degradiert. Dass so eine Anerkennung als Rasse vom mächtigen FCI nicht immer zum Vorteil ist für einen Hund, für eine Hunderasse, das wissen wir. Sehen Sie sich um. Sehen Sie sich um, was aus vielen Hunderassen geworden ist, seit sie zu Showhunden mutiert sind. Ich sage nur deutscher Schäferhund. Da gibt es auch viele Molosser, Bulldoggen und so weiter. Extremzüchtungen, Sie wissen schon, gefördert von Richtern auf Ausstellungen. Das Ganze übernommen von Züchtern. Ein gewisser Hundetyp gewinnt dann nur mehr bei den Ausstellungen. Die Züchter übernehmen das, züchten dann nur mehr auf diesen Hundetyp hin. Sämtlicher Fokus auf Gesundheit und so weiter, auf Leistungsfähigkeit wird fallen gelassen. Hauptsache ist, der Hund gewinnt dort. Ja. Das kann den Harzer Füchsen nicht so schnell geschehen, da sie nicht als Rasse anerkannt werden, ja, und so weiter und so fort. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb man es gar nicht vorhat, ihn als Rasse anerkennen zu lassen. So habe ich das verstanden. Charakterlich, ja, ein typischer Schäferhund, möchte ich sagen. Ein typischer Schäferhund mit allen Vor- und Nachteilen. Ein recht triebiger Hund, ganz typisch für Hütehunde, Treibhunde, Schäferhunde, ein Hund mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, sehr intelligent und lernbereit. Allerdings sagt man diesem Hund nach, dass dieser ausgesprochen starke Will to Please Win zum Beispiel einer der typischsten Schäferhunde der Welt hat, nämlich der deutsche Schäferhund. Etwas fehlt im Vergleich zum deutschen Schäferhund. Der ist vorhanden beim Harzer Fuchs. Der muss bei jedem Schäferhund vorhanden sein. Diese Hunde müssen mit ihren Besitzern zusammenarbeiten. Und ein fehlender Will to Please ist hier nicht unbedingt optimal. Ja? Aber man sagt dem Harzer Fuchs nach, er hätte etwas mehr eigenen Kopf als diese typischen Gebrauchshunde, Schäferhunde. Sie wissen, was ich meine. Mali, Hollandse Herdershund, deutscher Schäferhund und so weiter. Dennoch ein Hund mit äußerster Lernbereitschaft, hochintelligent, triebig, wie gesagt, leistungsfähig, alles selbstverständlich wie alle anderen Schäferhunde auch. Ein toller Familienhund. Toller Kumpel für Kinder, für den dasselbe gilt wie für alle Hunde. Muss man gekonnt an Kinder heranführen, doch ich sag mal, wenn man einen Harzer Fuchs normal mit Gefühl erzieht, dann sollte er zum Thema Kinder überhaupt kein Problem nicht dastehen. Ich habe Ihnen jetzt einige Bilder gezeigt, die ich mir aus dem Netz rausgesucht habe. Ich habe auch einige Bilder vom Herrn Markus aus Bayern. Grüß dich, Markus. Der hat mir Bilder geschickt von seiner Harzer Fuchshündin, von der Zora. 3 Jahre alt, eine ausgesprochen schöne Hündin. Ich habe was vergessen, denn auf diesen Bildern, die ich Ihnen gleich von Markus zeigen werde, sehen Sie eine Harzer Füchsin, eine Harzer Fuchshündin mit Überfall- oder Überwurfohren. Den Harzer Fuchs gibt es nicht nur mit natürlichem Stehohr, sondern eben auch mit einer Ohrenstellung, wie Sie hier gleich bei Zora sehen werden. Ich blende da mal einige Bilder ein und möchte Ihnen dann zum letzten etwas sagen. Für wem ist dieser Hund geeignet? Ja, für alle Leute, für die auch ein deutscher Schäferhund geeignet ist, ein Mali geeignet ist oder ähnliche Hunderassen geeignet sind. Für sportliche Menschen, für Menschen, die gern den Abrichterplatz mit ihrem Hund besuchen möchten,
Harzer Fuchs zum Beispiel eignet sich auch fantastisch fürs Agility. Ist ein Hund für Leute, die gern unterwegs sind, durch den Wald zischen, über Berge wandern und so weiter. Der ist immer und überall mit ihnen dabei. Ein Hund, der so typisch für Schäferhunde im Vergleich zum Molosser zum Beispiel einige Vorteile zu bieten hat. Sie wissen, ich bin ein riesen Molosser-Fan. Auch die haben ihre Vorteile Schäferhunden gegenüber. Aber ich möchte jetzt die Vorteile eines Harzer Fuchses Molossern, die ich so sehr liebe, gegenüber hervorheben. Das ist zum Beispiel, dass ein Hund mit derartigen Äußeren gleich mal gern gesehen ist. Denn das ist ein sehr hübscher, ein sehr formschöner Hund, der schnell mal als sieh mal wie schön und wie süß angesehen wird. Das ist ein typischer Australian Shepherd Typ, Border Collie Typ, Langstocker Schäferhunde Typ. Sie wissen, diese Hunde sind gern gesehen in der Gesellschaft. Noch dazu ist der Hund sehr, wie soll ich sagen, familienbezogen triebig. Wissen Sie, was ich meine? Der ist gerne mit Ihnen viel unterwegs. Ja? Molosser sind hier oftmals eher, wie soll ich sagen, die fahren da 2 Gänge tiefer. Ja? Also ruhiger, nicht so präsent, was das betrifft. Ja? Also, es sind tolle Arbeitshunde für den Platz. Das ist ein Vorteil den Molossern gegenüber, die häufig da nicht so geeignet sind. Ja? Ich sage Ihnen das deswegen, denn Sie kennen mich, ich bin ein riesen Molosser-Fan und möchte Ihnen nur erklären, was solche Hunde für Vorteile haben. Ja? Genauso wie die Molosser zeigt aber auch ein Harzer Fuchs einen ausgeprägten Mach- und Schutztrieb und der ist auch körperlich dazu fähig, den umzusetzen. Also der kann sie beschützen. Es gibt viele Dinge, die man ihm angreifen kann im Vergleich zu Hunden, die ich sonst gern auf meinem Kanal präsentiere. Sie wissen, die letzten beiden Videos mit dem Fila und dem Bandog habe ich ja wieder 2 schwerere Geschütze aufgefahren. Der Harzer Fuchs ist eine völlig andere Kategorie. Wird auch höchstwahrscheinlich ein völlig anderes Publikum ansprechen. Trotzdem ein genauso toller Hund. Also überall mit Ihnen dabei. Ein Powerhouse, ein Powerpaket. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Bild zeigen von Markus und Zora, das für mich Bände spricht. Vielleicht sehen Sie das so wie ich. Folgendes. Wenn man viele Jahre lang mit unseren Kalbnasen zu tun hat, bekommt man ein Gespür für Hunde. Das sich in einer Form zeigt, wie soll ich das am besten erklären? Manchmal benötigt man es gar nicht, einen Hund wirklich zu kennen oder schon mal in Natura gesehen zu haben, um ihn einschätzen zu können. Verstehen Sie, was ich meine? In diesem Fall, bei diesem Bild von Zora, vermittelt mir diese Hündin sofort irgendwie ein klares Charakterbild. Selbstverständlich kann ich anhand eines Fotos detaillierte Charaktereigenschaften nicht herauserkennen, das ist ja ganz klar. Aber ich bin mir sicher und ich sage Ihnen, Markus hat mir nicht gesagt, wie sie ist. Ja? Ich bin mir sicher, das, was ich jetzt sage, trifft auf Zora zu. Auf diesem Bild sehe ich einen äußerst intelligenten, aufgeweckten, energiegeladenen, lernbereiten Hund, ja, der mit Hurra durchs Leben läuft, einen absolut tollen Familienhund darstellt, gleichzeitig aber einen guten Wächter und Beschützer für sie zeigt. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dieses Bild sagt mir das. Oft ist es so. Sie brauchen einen Hund nicht zu kennen. Sie bekommen irgendwann mal ein gewisses Gespür für einen Hund. Sie sehen sich ein Bild an in einer gewissen Situation, in einer gewissen Pose des Hundes und können ihn zu, sagen wir mal, 60-70% genau einschätzen. Ja? Der Rest teilt sich auf individuelle Charaktereigenschaften, die man dann natürlich nicht herausfiltern kann. Ich weiß nicht, ob sie sich mit Rüden verträgt und mit Hündinnen nicht oder umgekehrt, das weiß ich zum Beispiel nicht. Doch das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, ich bin mir sicher, dass das auf Zora zutrifft. Vielleicht wird Markus mir das ja bestätigen. Er wird mich höchstwahrscheinlich nach dem Video per E-Mail kontaktieren. Und ich kann es ja dann beim nächsten Video fallen lassen, ob es gestimmt hat oder nicht. Nochmal, vielen Dank, Markus, für deine Bilder von Zora. Das ist, ich wiederhole mich, eine ausgesprochen hübsche Füchsin. Wunderschön, wunderschön. Wäre dieser Hund was für mich? Ja, unter Umständen schon, klar. Ich bin generell ein Schäferhunde-Fan und nicht jetzt irgendwie, es ist bei mir nicht in Stein gemeißelt, nur im Lager der Bullterrier oder Molosser herumzuwühlen, ganz und gar nicht. Einer meiner 3 Lieblingshunde ist der osteuropäische Schäferhund. Sie wissen das, Cane Corso, American Bulldog, osteuropäischer Schäferhund, meine 3 Top-Favoriten. Doch gleich hinten nach ist der Rest aller Hunde. Ja, ich sag niemals nie. Hätte ich Vito nicht,
Ich hoffe, ich habe ihn noch sehr lang und irgendjemand käme mit einem Harzer Fuchswelpen zu mir und würde sagen, willst du ihn, würde ich höchstwahrscheinlich sagen, ja, sofort. Ja? Tolle Hunde. Eigenschaften, die mich ansprechen. Wachen schutztriebig, leistungsfähig, überall dabei, tolle Allrounder. Intelligent, lernbereit, ja, was wollen Sie mehr? Wunderschön, außerdem ein Hund, den Sie nicht an jeder Ecke sehen, wenn Sie darauf Wert legen. Tolle Hunde, der Harzer Fuchs, altdeutscher Schäferhund. Ein altdeutscher Schäferhund, nicht vom FCI als Hunderasse anerkannt, kein Hund, den man täglich zu sehen bekommt. Herrliches Wesen, herrliche Optik. Was soll ich Ihnen sagen? Liebe Zuseher, mir ist schon kalt. Es ist heute richtig, wie soll ich sagen, feuchtkalt. Wir haben so um die 2-3 Grad plus Nebel. Vielleicht erkennen Sie das im Hintergrund. Und es wird frisch, wenn man sich eine Zeit lang nicht bewegt. Mein Hund liegt die ganze Zeit neben mir. Ich werde mal versuchen, die Kamera so zu drehen, dass Sie ihn sehen. Schauen wir mal. Wo ist er? Da ist er. Schau mal her. Ui. Ja. Ja, das war's. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt war's es.